Scolia geht seit heute mit dem Home 2 in die nächste Runde und liefert das beste Autoscoring-System jemals. Andere Kameras, andere Positionen, nix mehr Kalibrierung, offener Lichtring, Wi-Fi und noch ein paar Secrets, die ich hier zum offiziellen Launch enthüllen kann. Mit jetzt 3 Varianten vom Home und 4 Varianten beim Home 2 ist aber vielleicht etwas Orientierung gefragt. Genau die möchte ich dir hier geben und gehe auf die Unterschiede, Features und konkrete Preise ein. Ich hoffe, am Ende weißt du ganz genau, welche Variante für dich die beste ist. Für die erste Orientierung bleibe ich hier beim Home-System und lasse das für den professionellen, gewerblichen Einsatz gedachte Scolia Pro einmal außen vor. Ich gebe euch gleich eine komplette Übersicht von Home und Home 2 inklusive der konkreten Preise. Und fange erstmal beim Scolia Home an, das in diesen 3 Varianten angeboten wird. Den Anfang macht das Home Only. Das Set enthält die notwendigen Kameras und die Recheneinheit, aber keinen Lichtring. Ist also für Installationen gedacht, wo man die Kameras über im Handel auch erhältliches Zubehör, wie zum Beispiel von Automaten Wagner oder auch mit 3D-Drucklösungen, selbst an eine schon vorhandene Licht- oder Bordanlage anbringt. Das Home mit Spark ist das Komplett-Scoring-System inklusive dem umlaufenden Surround- und LED-Licht. Die Lösung ist mit 900 Gramm dazu auch sehr leichtgewichtig und kompakt, hat rückseitig auch Kabelkanäle für eine einfache und saubere Verlegung und wird eigentlich nur über das Dartboard Surround gehangen. Und daher ist es auch problemlos mit Dämmsystemen wie zum Beispiel Carella, dem Filizer oder auch der Arma Flex Dämmung verwendbar. Auch mit dem Winmore Whisper, nur dass man dann statt der mitgelieferten T-Halter eher L-förmige Halter braucht, also eine geringe Anpassung. Eine Einstiegsvariante hat Scolia dann mit dem Home Spark Flex im Programm. Es ist im Grunde identisch zum Scolia Home mit der Spark-Beleuchtung und ermöglicht dir aber zu einem günstigen Kaufpreis des Gesamtsystems das gleiche Nutzererlebnis. Ist aber halt hier mit einem flexiblen Abo-Modell verknüpft, daher der Zusatz Flex. Du kaufst also günstig das System und zahlst dann nach Wunsch monatlich, quartalsweise oder auch jährlich, also per Einmalbetrag, eine Abogebühr für die Nutzung. So ganz grob macht das im Schnitt rund 10 € im Monat aus und du könntest damit locker 2 Jahre in diesem Modell spielen, um auf den Gesamtkaufpreis des Scolia Home mit Spark zu kommen. Du könntest aber ebenso flexibel auch pausieren, etwa wenn du in Urlaub bist oder im Sommer wenig spielst. Im ausführlichen Video zum Home Flex habe ich alles zu diesem Modell gezeigt und auch erklärt. Schau da bei Interesse gerne rein, ist alles unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Also grob gibt's Scolia ohne Licht, mit Licht und mit Licht zum reduzierten Kaufpreis im Flex-Abo-Modell. Beim Home 2 ist es eigentlich genauso. Es gibt das Home 2 Only, also auch wieder Kameras und Recheneinheit, aber ohne Lichtring. Und wenn du jetzt schon das Winmore Plasma Lichtsystem hast, perfekt. Das ist nämlich kompatibel. Ich gehe da auch gleich auf die weiteren Details ein. Dann gibt es das Home 2 mit LED-Lichtring. Ja, und das ist der erste Scolia eigene Lichtring, den du dir im Online-Konfigurator zusätzlich ordern kannst. Und es gibt auch hier wieder eine Flex-Variante, also vergünstigte Hardware mit Abo-Modell. Aber diesmal eben auch in den Ausführungen Home 2 Flex Only, ohne Lichtring und Home 2 Flex mit Scolia Lichtring. Und so kommt es, dass du halt beim Home 3 Varianten hast und hier beim Home 2 insgesamt 4. Ich habe in der Übersicht die Preise aller Varianten mit den entsprechenden Mehrwertsteueranteil von 19% gegenübergestellt. An den Verkaufspreisen für den Endkunden hier in Deutschland siehst du dann ganz gut die Preisgestaltung. Denn das Home 2 ist jetzt nicht pauschal teurer, sondern in bestimmten Varianten gar günstiger als das Home. Und wenn du bereits einen Winmore Plasma LED-Ring hast, ohnehin, denn genau dafür ist es ja gemacht, beziehungsweise 100%ig damit kompatibel. Okay, was gibt's jetzt Neues mit dem Home 2? Wie gestaltet sich das mit den Details? Fasse ich mal die wesentlichen Eckpunkte zusammen. Das Home 2 hat nun eine symmetrische Anordnung der Kameras. Das hat keinen Einfluss auf die schon hervorragende Erkennungsrate und gibt tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Raum, um auch beim Rausziehen der Pfeile zum Beispiel nicht mehr an einen der Kameraarme unten zu kommen. Dazu sind die Kameraarme jetzt fix, also nicht mehr über ein Gelenk aufs Dartboard auszurichten. Das macht es jetzt insgesamt nochmal stabiler und vereinfacht den Betrieb. Du musst nicht mal mehr kalibrieren, wenn du das System zum ersten Mal startest. Der macht wirklich alles automatisch. Übrigens,
Hidden Secret Number 1. Jetzt auch problemlos mit einem Winmore Blade 6 Triple Core und dem besonderen Zahlenring. Das Home 2 hat ein WLAN-Modul und funktioniert damit auch tadellos. Du kannst nun also zwischen LAN oder WLAN wählen. Mitgeliefert wird hier ein sehr kleines Wi-Fi-Modul von TP-Link, das noch zuverlässiger als die Wohnnetzadapter die Verbindung hält. Hidden Secret Number 2. Theoretisch funktioniert jetzt sogar jedes Wi-Fi-Modul, wird aber nicht empfohlen, da Scolia natürlich jetzt nur für das eigene TP-Link-Modul verständlicherweise vollen Support geben kann. Und nein, das Modul gibt es nicht nochmal fürs Home, weil es damit nicht funktionieren würde. Das Home 2 ist zum Winmore Plasma Beleuchtungssystem mit diesen Haltearmen 120 Grad Abstand kompatibel, da passt es eben perfekt drauf, oder eben mit dem Scolia eigenen Lichtring. Der ist übrigens nochmal um 1,5 mm schlanker bzw. schmaler als der Plasmarahmen, ist ebenso fix an 3 Punkten an die Wand zu schrauben und leuchtet insgesamt sehr hell und gleichmäßig sowohl Dartboard als auch Surround aus. Was sich hier jetzt ändert im Vergleich zum Home, ist etwas das Kabelmanagement. In den Kameraarmen ist zum einen alles unsichtbar verlegt und hinten schön rausgeführt, aber dann musst du halt die Kabel hinter dem Surround bzw. deinem Dartboard zur Recheneinheit nach unten verlegen. Und die Recheneinheit bappt jetzt übrigens magnetisch an dem Bracket, ebenso wie die magnetische Frontplate, die du wenden kannst. Die hat auf der einen Seite das reine Scolia-Logo und auf der anderen nochmal Logo mit Schriftzug. Generell ist das Scolia-System mit dem Lichtring ja offen, also seitlich offen, kannst es aber auch schließen, denn mitgeliefert sind Sideplates, um den Surround seitlich zu verschließen, um zum Beispiel störendes Streulicht oder wenn du einen ungünstigen Montageplatz hast, wo vielleicht Sonnenlicht oder so reinkommt, was dich dann auf dem Dartboard stört, zu vermeiden oder aber auch einfach nur um gering bouncende Darts aufzufangen. Das finde ich zum Beispiel beim Home bislang sehr praktisch mit dem geschlossenen Ring. Da liegen die Darts dann immer schön unten drin, du musst dich nicht bücken. Darum habe ich für meinen Home 2 zum Beispiel auch nur unten eins von diesen Covern verwendet, weil dann die Darts eben da schön drin liegen, wenn sie mal rausfallen. Ja, das sind im Wesentlichen die Neuerungen und damit Unterschiede gegenüber dem Home-System. Und beide haben weiterhin ihre Berechtigung wie auch Liebhaber. Denn das Home ist zum Beispiel kompakt, leicht und damit auch viel einfacher, also auch mobil nutzbar. Du musst es nicht jetzt speziell befestigen, sondern kannst es einfach über den Dartboard Surround hängen. Das reicht ja vollkommen aus. Und daher kannst du das Ding eben auch easy mal auf einen Dartständer bringen, zum Kumpel mitnehmen oder sonst wohin. Das Home 2 ist jetzt zur Festinstallation gedacht und insgesamt dafür ein bisschen robuster ausgeführt. Im Grunde könnte man das in der Form jetzt auch in Bars und Vereinen oder auch für Turnieraustragungen hernehmen. Und so finde ich, gibt es eben nicht nur optisch einen Unterschied, sondern auch wirklich in dem Schwerpunkt deiner Anwendung. Darum denke ich, kannst du für dich jetzt ganz gut abwägen und auch selbst entscheiden, worauf du mehr Wert legst. Und unabhängig mal jetzt von Preis und Varianten ist der dickste, der fetteste und geilste Vorteil beim Scolia: Du schaltest es über nur einen Knopf ein und alle nutzen die gleiche Plattform. Also Spielspaß und auch die Möglichkeiten sind für alle gleich und so vielfältig wie bei keinem anderen System derzeit. Du kannst allein trainieren oder mit Freunden, gegen einen personalisierten Bot antreten, auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen oder online rund um die Uhr zocken. Du kannst Turniere in deiner Average-Klasse bestreiten, die ganze Welt von GoDarts Pro mit virtuellem Darts-Coach zusätzlich anbinden oder eigene, auch lokale Turniere erstellen. Und hier Hidden Secret Number 3. Ich durfte bei der Übersetzung ins Deutsche überstützen und so wird es natürlich auch den lokalen Turniermodus bald ebenso eingedeutscht geben. Und ich denke, das unterstreicht und unterstützt die Scolia-Philosophie, dass alles so einfach und selbsterklärend wie möglich funktioniert. Und genau das ist bei Scolia geil. Du musst dich absolut null mit Einrichtung, mit Technik in irgendeiner Form oder Kalibrieren beschäftigen. Nicht mal mit Updates, die Scolia zuletzt auch wieder reihenweise automatisch mit eingespielt hat. Wie jetzt die Schnellspielmodi etwa, während du bei Turnieren mal eine Spielpause hast. Oder auch die Statistikfilter, die ja nun auch deine besten Spiele und die höchsten Finishes zusammenfassen. Du machst das Ding an, spielst einfach drauf los, wann, wo und wie du willst. Darum ist Scolia Marktführer und hat die weltweit größte Community und Fanbase. Und ich habe es euch gesagt, Leute, 2024 wird das Jahr der kamerabasierten Autoscoring-Systeme und ab jetzt wird es nur noch geiler.
So, ich hoffe, ich habe dir einen guten Überblick geben können, wo die Unterschiede zum bisherigen Home liegen. Das Home 2 kriegst du übrigens ab sofort zu bestellen, also über die Skolia-Webseite oder über entsprechende Händler im Presale. Die erste Batch soll dann etwa Mitte August ausgeliefert werden, also an die Endkunden gehen. Und zu dem Zeitpunkt kannst du dann auch das günstigere Home 2 im Flex-Modell ordern. Da soll dann die ersten Auslieferungen Anfang September stattfinden. Wenn du übrigens ein Home-Besitzer bist und jetzt überlegst, ob du die Optik von dem Home 2-System haben möchtest, auch dafür möchte Skolia in Kürze ein Upgrade-Kit, nennen sie es, zur Verfügung stellen. Das heißt, du hast dann ebenso diese festen Kameraarme und kannst es entweder mit dem Winmo Plasma oder dem Skolia-eigenen Lichtring verwenden. Die Recheneinheit bleibt aber natürlich deine alte, also die bleibt gleich und daher kannst du jetzt nicht von dem zusätzlichen TP-Link Wi-Fi-Modul profitieren. Noch gibt es dazu keine konkreteren Infos, auch noch keinen Zeitpunkt. Da hat Skolia ein Online-Formular zur Verfügung gestellt, wenn das für dich in Frage kommt, also du grundlegend Interesse daran hast. Oder ich kann später auf dem Kanal da auch nochmal ein Update zu geben. Und schreib mir sehr gerne in die Kommentare, wie du das Skolia findest und welche der Varianten dich am meisten interessiert. Und wenn du Videos dann zum Unboxing, der Installation und dem Home 2 Walkthrough nicht verpassen möchtest, dann gern den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, denn natürlich kommen auch dazu von mir nochmal ausführliche Videos und ein paar weitere Insights. Und damit sage ich danke fürs Reinschauen, das war's von mir zum Home 2. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.